Männer, die nur aufmüpfig sind, mag ich auch nicht. Auf die richtige Mischung kommt's an. Ganz genau. Und Henning hat die. Ach, du glaubst doch nicht etwa... Klingt aber fast so. Seit wann bist du schwanger? Millie. Millie, es nützt doch jetzt nichts wegzulaufen. Bitte, Millie! Allerdings ist an mein Darlehen eine, nur sagen wir mal, eine Kondition gebunden. Und die wäre? Du allein wirst das Unternehmen führen. Wie bitte? Uli soll das Unternehmen alleine leiten? Es wäre ja auch ein Wunder, wenn du mal keine Hintergedanken gehabt hättest. Na. Spricht man denn so mit seiner lieben Tante? Liebe Tante Clarissa, leider können wir dein großzügiges Angebot nicht annehmen. Stimmt's, Uli? Uli und ich, wir sind ein Team und wir ziehen das Ding gemeinsam durch. Und zwar ohne dich. Komm, wir gehen. Was ist? Geh schon mal vor. Ich komme sofort nach. Clarissa, das kannst du nicht von uns verlangen. Nick und ich, wir sind Brüder. Schön, ihr seid Brüder, aber hier geht es um eine geschäftliche Entscheidung. Wenn Nick das Sagen hat, sehe ich einfach schwarz für die Boutique. Und damit auch für mein Geld. Ach, Nick hat doch nicht das Sagen. Wir entscheiden alles gemeinsam. Ohne mein Einverständnis läuft überhaupt nichts. Und was war mit seiner einsamen Entscheidung, in russische Ölfelder zu investieren? Okay, das war ein Fehler. Aber die Sache ist geklärt und es wird nicht wieder vorkommen. Uli, was macht dich so sicher, dass Nick früher oder später nicht wieder alleine entscheiden will? Schließlich ist er der Ältere. Nick und ich, wir sind uns einig. Du bist einfach zu vertrauensselig. Clarissa, bitte hilf uns. Ohne dich können wir die ganze Sache vergessen. Uli, ich will dir doch helfen. Nur mit Nick wird das nichts. Überzeuge ihn, dass er sich aus dem Geschäft raushält. Dann gebe ich euch das Geld. So nun wirklich nicht zu viel verlangt. Schließlich handelt es sich um eine große Summe. Okay, ich versuch's. Tschüss, mein Junge. Tschüss. Komm, Kathi, jetzt mach nicht so ein Gesicht. Die nächste Party wird bestimmt besser. Und so konnten wir zwei uns mal wenigstens richtig unterhalten. Steffi. Ja, wollen wir nicht auf Uli warten? Ja, aber im Auto. Okay, sagst du Uli, dass wir draußen warten? Ja, mach ich. Okay, tschüss. Schönen Abend noch. Ja, schönen Abend. Ihr vielleicht. Ach, Uli. Nick und Steffi warten im Auto auf dich. Ist die Party schon vorbei? Ja, sieht so aus. Schade, aber danke fürs Essen. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. Oh, sorry. Der hat's ja eilig. Tja, der ist wenigstens überhaupt gekommen. Och, Kathi. Wie war denn dein Termin? Erfolgreich. Danach war ich noch im No Limits. Hatte eine sehr interessante Begegnung. Na, das klingt ja spannend. Tolle Frau. Ist sie wenigstens hübsch? Ja, sie ist sehr attraktiv. Schlaf gut. Ja. Hallo Niklas, kann ich mir noch einen Tee machen? Na klar, du weißt ja, wo alles steht. Hallo. Hi. Geht's dir nicht gut? Du warst vorhin schon so komisch. Naja, irgendwann wirst du es ja eh erfahren. Deine Mutter hat mich gefeuert. Was? Wieso das denn? Ich habe da wohl irgendwas vermasselt. Bei eurem Werbeprojekt? Nicht direkt. Hat das vielleicht was mit mir zu tun? Also ja. Okay. Erika war sauer auf mich, dass ich ihr nichts von deiner Schwangerschaft erzählt habe. Was? Aber das kann sie doch nicht machen. Hey, beruhig dich. Ich finde schon was anderes. Das geht doch nicht. Sie kann dich doch nicht einfach so feuern, bloß weil du mir geholfen hast. Ich zieh mich schnell an und werde mit ihr reden. Hey, warte mal. Erika ist bestimmt schon im Bett. Das glaube ich nicht. Sie kann bestimmt genauso wenig schlafen wie wir beide. Hallo. Hallo. Ist irgendwas?
Jetzt sag schon. Ach, die Party war voll daneben. Nico und Uli sind ständig zu Clarissa gerannt. Frank ist nach einer halben Stunde abgehauen und Steffi... Ach, Steffi war eigentlich ganz nett. Ja, und Henning? Er hat sich mal für nötig gehalten, überhaupt aufzutauchen. Monsieur hat sich lieber in der Stadt amüsiert und irgendeine Tussi kennengelernt. Ja, aber das wolltest du doch. Henning sollte neue Leute kennenlernen und sich amüsieren. Aber doch nicht so. Bist du etwa eifersüchtig? Ich doch nicht. Also es kann ja sein, dass ich mich täusche. Aber Frustessen, miese Laune. Bist du vielleicht verliebt? Ich verliebt in Henning? Quatsch, wie kommst du denn darauf? Ja, wie würdest du das sonst nennen? Stiefgeschwisterliche Zuneigung? Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Denk mal drüber nach. Clarissa ist unsere letzte Chance. Wenn wir ihre Bedingungen nicht akzeptieren, dann können wir die Boutique vergessen. Es ist doch wirklich egal, wer der Chef ist. Ich will mit Clarissa nichts mehr zu tun haben. Hättest du doch auch nicht. Clarissa gibt uns die Kohle und fertig. Ja, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Warum meinst du, will sie dir den Chefposten zuschanzen? Keine Ahnung. Weil sie mich mag. Bist du so blöd oder tust du nur so? Sie will, dass du bestimmst, weil sie mich nicht rumkommandieren kann. Ja, aber mich, ja? Ja, du machst doch alles, was sie sagt. Aber jetzt reicht's ja wohl. Du bist doch nur beleidigt, weil sie mir mehr zutraut als dir. Musst du so schreien? Komm, halt du dich da raus. Nick, das ist doch völlig lächerlich. Wir sind so kurz vorm Ziel und du zickst hier rum. Gegen Erikas Geld hast du doch auch nichts. Ach, mir ist das viel zu blöde hier. Du kapierst einfach nicht, worum es geht. Gute Nacht. Nein, wir diskutieren das jetzt aus. Es gibt nichts mehr zu diskutieren, Uli. Wir nehmen Clarissas Geld nicht und damit aus. Wir kriegen es schon noch woanders her. Das nennst du alles gemeinsam entscheiden, ja? Unter einer gleichberechtigten Partnerschaft verstehe ich was anderes. Ja, komm, hau du nur ab. Mann, Uli, jetzt bleib mal locker. Mili? Hallo, Mama. Ich dachte, du wolltest bei Nina übernachten. Eigentlich schon, aber ich muss mit dir reden. Ich mit dir auch. Ich wollte nicht einfach so weglaufen. Schon gut. Schwamm drüber. Ich hatte nur gehofft, dass du mir mehr vertraust. Stattdessen gehst du zu Nina. Tut mir leid. Du hattest bestimmt deine Gründe. Ich hatte halt Stress mit dem Werbeauftrag. Dann kam die Sache mit Florian. Ich habe dich schon vernachlässigt. Nein, hast du nicht. Doch, das habe ich. Kannst du mir verzeihen? Immer wieder wird die Agentur wichtiger als die Familie. Ich hätte doch was merken müssen. Hör doch auf, Mama. Du kannst nichts dafür. Ich wusste einfach nicht, wie ich es dir sagen sollte. Ich hatte Angst, wie du reagierst. Bin ich denn so in Rache? Nein, aber ich weiß doch auch nicht. Ab jetzt wird alles anders. Das verspreche ich dir. Typisch mein Bruder. Er ließ einfach nicht mehr mit sich reden. Er war taub für jedes vernünftige Argument. Ja, er war sauer auf Clarissa. Ja, und warum? Er ist doch nur sauer, weil Clarissa mich für cleverer hält als ihn. Ach, glaub ich nicht. Du kennst ihn eben nicht so gut wie ich. Früher war Nick immer der Star. Nick das Fußballass. Ich kam bei Papa immer an zweiter Stelle. Kaum ist das mal andersrum, flippt er aus. Ja, aber wenn du jetzt einen auf beleidigt machst, dann wird das nie was mit eurer Boutique. Ja, was macht Nick? Lässt die Sache einfach sausen, anstatt Clarissas Bedingungen zu akzeptieren. Mir ist jetzt auch alles egal. Komm, jetzt redest du dir selber was ein. Du warst doch so scharf auf den Laden. Ja, war ich. Und du bist es immer noch. Ja, sicher. Nach der Schule redest du am besten noch mal mit ihm. Ich bin sicher, Nick bereut es auch schon, dass er so ausgerastet ist. Mir tut's doch auch leid, dass ich ihn so angeblafft habe. Na also. Aber er hat sich quergestellt. Oh, Uli, es ist doch vollkommen egal, wer angefangen hat. Wichtig ist doch nur, wie es weitergeht. Na gut, eine Chance gebe ich ihm noch. Wirst sehen, das drängt sich alle schon wieder ein. Hm? Und jetzt komm mit. Nick. Entschuldige, ich wollte dich nicht wecken. Oh, Frühstück im Bett.
Das ist lieb von dir. Nein, so war das eigentlich nicht gemeint. Komm, nur ein bisschen kuscheln. Nicht jetzt, Steffi. Soll ich etwa alleine frühstücken? Ja, sieht fast so aus. Ich muss einen neuen Geldgeber auftreiben, sonst schnappt uns noch jemand das Geschäft weg. Hast du dich wieder mit Uli vertragen? Nö. Er war schon weg, als ich aufgestanden bin. Du warst gestern Abend echt gemein zu ihm. Er hat sich auch wie ein Idiot verhalten. Und du hast ihn behandelt wie ein kleines Kind. Er muss glauben, dass du ihn geschäftlich für eine Niete hältst. Ach Quatsch, ich weiß doch, was er drauf hat. Aber Clarissa hackt wieder irgendwas aus und Uli rafft's nicht. Was kann sie dann vorhaben? Keine Ahnung. Ich traue ihr auf jeden Fall nicht weiter, als ich sie werfen kann. Also wenn du mich fragst, solltet ihr Clarissas Bedingungen erstmal pro forma akzeptieren. Und wenn ihr die Kohle erstmal habt, kann sie euch eh nicht mehr reinquatschen. Das nicht. Aber sie kann Uli unter Druck setzen. Nach dem Motto, ohne mich wärst du nie Chef geworden. Wer weiß, was sie dann von ihm verlangt. Sie hat ihn voll in der Hand. Ja, das solltest du Uli genauso erklären. Das wollte ich ja, aber gestern Abend war kein vernünftiges Gespräch mit ihm möglich. Ich werde nachher mit ihm reden. Jetzt muss ich erst mal sehen, dass ich die Kohle auftreibe. Wo willst du denn das Geld herbekommen? Ich klapper die Banken ab. Tschüss. Tschüss. Hallo, Frau von Anstetten? Hallo Henning. Tag, Kathi. Alle Achtung, das Outfit hat klasse. Schade, dass du die Schulbank drücken musst, obwohl das Wetter doch so schön ist. Ach, danke für dein Mitleid. Natürlich würde ich viel lieber mit dir ausreiten gehen. Hör mal, weißt du was, das mache ich jetzt auch. Ich zieh mich nur schnell um. Nein, das kannst du deinen Mitschülern noch nicht antun. Ach, das sind doch eh alles Langweiler. Kathi, guck mal, ich habe früher auch mal in die Schule geschwänzt. Und was ist aus mir geworden? Ein armer Schlossherr. Na gut, ich werde ganz brav sein. Aber du könntest mich nachher abholen und mit mir zusammen essen gehen. Ja, okay, ich weiß nur nicht, ob wir dann schon wieder da sind. Wir? Ja, Nina und ich, wir gehen ausreiten. Nina, darf ich dir meine Stiefschwester Kathi vorstellen? Kathi, das ist Nina, die Frau, die ich gestern Abend kennengelernt habe. Hey, wir kennen uns doch. Erinnerst du dich nicht? Nee. Wir haben uns bei der Trauerfeier für Ramon getroffen. Naja, bei dem Anlass hast du mich wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Ja, wahrscheinlich. Ja, wollen wir dann mal los? Ja, klar. Also, viel Spaß in der Schule, Kathi. Danke. Und, was hat sie dir erzählt? Will sie das Kind behalten? Ich habe sie nicht gefragt. Wie, du hast sie nicht gefragt? Es hat sich nicht ergeben. Millie war heute Nacht total fertig. Sie hat stundenlang geheult. Da wollte ich sie nicht noch mit Fragen bedrängen. Da weißt du also auch nicht, wer der Vater ist? Nein, Naja, sie ist nicht meine Tochter. ich weiß schon, was ich tue. Wenn Millie mir was zu sagen hat, dann wird sie das von sich aus tun. Ich bin froh, dass Millie wieder nach Hause gekommen ist. Da werde ich sie nicht gleich mit nervenden Fragen wieder hinaustreiben. Also, abzuwarten bedeutet aber auch, dass ein möglicher Abbruch... Millie soll einfach nur wissen, dass ich zu ihr stehe. Egal, wie sie sich entscheidet, egal, wer der Vater ist. Die Kleine muss doch erst mal zur Ruhe kommen. Dann war es wohl eine Fügung, dass ich heute Nacht nicht dabei war. Arne, du meinst es doch nur gut. Wohl nicht ganz so gut wie du. Ja. Ich scheine ja auch einiges falsch gemacht zu haben. Sonst hätte sie sich nicht zuerst Nina anvertraut, sondern wäre sofort zu mir gekommen. Sicher. Teamarbeit ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. Sehen Sie. Und deshalb wäre es doch falsch, ein erfolgreiches Team wie Nick und Uli auseinanderzureißen. Die beiden müssen das Geschäft zusammenleiten. Genau hier liegt Ihr Denkfehler. Teamarbeit ist nur in den unteren Etagen eines Unternehmens effektiv. Die Führung muss ein Einzelner übernehmen. Sonst kommt es unweigerlich zu Konflikten. Da bin ich ganz anderer Meinung. Es gefällt mir, wie Sie sich für Ihren Freund einsetzen. Und einige Ihrer Argumente scheinen oberflächlich betrachtet auch richtig zu sein. Aber eben nur oberflächlich. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass es nur einen Boss geben kann. Und in dem Fall erscheint mir Uli einfach geeigneter zu sein. Ihr Nick wird bestimmt andere Talente haben. Ist das Ihr letztes Wort? Na, dann war's das wohl. Ihnen ist das Projekt wohl sehr wichtig. Ja,
Der Laden würde einschlagen wie eine Bombe. Ja, dann reden Sie doch noch mal mit Ihrem Freund. Nick wird doch so ein vielversprechendes Projekt nicht so ohne weiteres sausen lassen. Nur aus verletzter Eitelkeit. Zwecklos. Uli hat's gestern Abend schon probiert. Es gab einen Riesenzoff. Oh, ich bedauere, durch meine Bedingungen einen Streit provoziert zu haben. Ohne ihre Hilfe schaffen es die beiden nicht. Und sie wissen doch, dass Nick und Uli schnell viel Geld verdienen müssen, um das gesamte Erbe von diesem Kohlmann zu bekommen. Ja, sicher weiß ich das. Dann geben Sie sich doch einen Ruck. Nick ist doch genauso Ihr Neffe wie Uli. Ja, natürlich. Und ich habe Nick genauso gern wie Uli. Nur, hier geht's ums Geschäft. Und da sind Gefühle nun mal fehl am Platz. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Ihnen wird schon was einfallen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Auf Wiedersehen, Frau von Anstetten. Wiedersehen. Und grüßen Sie Nick und Uli von mir. Guten Morgen. Morgen. Ich habe dir einen Tee mitgebracht. Willst du? Ja, danke. Pass auf, er ist heiß. Hast du gut geschlafen? Ja. Hast du Arno erzählt, dass ich... Ja. Hätte ich das nicht tun sollen? Doch, doch. Erzähl's nur bitte keinem anderen. Ich habe keinen Bock auf die vielen blöden Fragen. Versprochen. Und darf ich dich noch um was bitten? Natürlich, mein Kleines. Stell Nina bitte wieder ein. Ihr hat der Job so viel Spaß gemacht. Wir werden sehen. Wichtiger ist im Moment, wie es dir geht. Ist dir übel? Hast du Schmerzen? Nein, überhaupt nicht. Und deine Frauenärztin, fühlst du dich bei der wohl? Ja, sie ist sehr nett. Sie hat keine blöden Sprüche abgelassen, von wegen so jung und schon schwanger. Du willst das Kind also behalten? Ich denke ja, aber ich weiß es noch nicht. Überleg noch mal in Ruhe. Und der Vater? Ich möchte nicht über ihn sprechen. Ja, ich kann ja verstehen, dass es dir Bitte, Mama. Entschuldige. Schon okay. Hast du dich schon um eine neue Stelle gekümmert? Nein, ich kam noch nicht dazu. Wieso bist du eigentlich gefeuert worden? Ärger mit den Kunden? Mit Kunden hatte das nichts zu tun. Ich habe mich in die familiären Angelegenheiten meiner Chefin eingemischt. Das fand sie wohl nicht so toll. Du hast hier den Mann ausgespannt, stimmt's? Wohl kaum. Nein, es ging um ihre Tochter. Sie hat mir etwas ganz Persönliches anvertraut. Als meine Chefin rausgekriegt hat, dass ich Bescheid weiß, war sie ziemlich sauer auf mich, dass ich ihr nichts gesagt habe. Aus ihrer Sicht war das ein Vertrauensbruch. Den Rest kennst du ja. Klingt nicht sehr fair. Die Welt ist schon manchmal hart und ungerecht. Da war der Job denn gut bezahlt? Ja, das schon. Aber ums Geld ging es mir nicht. Ich habe mich einfach ganz gut mit ihr verstanden. Wir waren auf dem besten Weg, Freundinnen zu werden. Dass es aber jetzt so kommen musste. Lass uns über was anderes reden, okay? Sonst verderbe ich dir noch deine gute Laune. Ach wo, ich höre dir gerne zu. Ich weiß auch warum. Solange wir hier in diesem Tempo reiten, blamierst du dich nicht. Ich mich blamieren. Ich bin im Reitsattel aufgewachsen. So, dann stand euer Reitsattel wohl zu Hause im Wohnzimmer. Oder warum hängst du da drin rum wie ein nasser Sack? Ist aber eine Unverschämtheit. Und was wollen wir wetten, dass ich zuerst wieder am Stall bin? Die Wette verlierst du. Das glaube ich kaum. Doch. Dein Golde wirft nicht beim Galopp jeden zweiten ab. Du machst mir keine Angst, Henning von Anstetten. Ich stehe auf mutige Frauen. So ein Zufall. Ich stehe auch auf Frauen. Komm, los, los. Also mir ist das sonnenklar. Du bist total verliebt. Verliebt? Ich mag ihn gern. Also wenn man jemanden nur gerne mag, dann rastet man nicht gleich aus, nur weil er mal mit einer anderen ausreitet. Ja, na gut, vielleicht bin ich ein klitzekleines bisschen in ihn verknallt. Oh, ich sehe das Drama schon kommen. Was denn für ein Drama? Ja, Mensch, Henning passt genauso wenig zu dir wie Dennis. Also du willst ja wohl jetzt nicht Dennis und Henning miteinander vergleichen. Dennis war ein Schwein und Henning, der ist ein Gentleman. Ja, und er ist 10 Jahre älter als du. 9. Ach, das ist doch wohl das Gleiche. Er sieht dich immer noch als kleines Kind. Die Frau in dir bemerkt er gar nicht. Schlimm, dass es an der Bude keine Pommes mehr gab? Nö. Ich dachte, ich höre nicht richtig, als du am Telefon sagtest, du willst Currywurst mit Pommes haben. Ist doch sonst nur so ein gesundes Zeug. Ja, aber heute mache ich mir eine Ausnahme. Ich habe nämlich schon 2 Kilo abgenommen. Glückwunsch. Das muss wohl an den Problemen mit Florian und Arno liegen. Ist Arno in der Firma? Ja. Aber Millie ist hier. Ich kann sie doch rufen.
Ist Millie schon zu Hause? Ist sie krank? Krank? Nein. Der Sport ist ausgefallen, das habe ich ganz vergessen. Typisch Millie. Naja, die wollte sich bestimmt nur drücken. Na, endlich. Larissa, was machst du denn hier? Ich hatte geschäftlich in der Nähe zu tun. Da dachte ich mir, ich hole dich einfach ab. Das ist echt nett von dir. Wollen wir was essen gehen? Klar. Aber bitte nicht in so einem Nobelschuppen, ja? Nein. Und konntest du Nick überzeugen, meiner Bedingung zuzustimmen? Unmöglich. Er will nichts davon hören. Schade. Naja, vielleicht ist es auch besser so. Wir wollten alles gemeinsam entscheiden. Und jetzt sucht Nick einen neuen Geldgeber. Hat er dir das gesagt? Ja. Dann verstehe ich nicht, warum er Steffi zu mir schickt. Sie sollte mich überzeugen, ihm den Chefposten zu geben. Das ist ja wohl nicht wahr. Leider doch. Ich bin natürlich nicht drauf eingegangen. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Nick ist dein Bruder, aber wenn es um seinen Vorteil geht, scheint er diese Tatsache zu vergessen. Na, warte. Das mit dem Essen holen wir nach. Ich habe jetzt was Wichtigeres vor. Schon gut. Schön, dass Steffi mal wieder da war. Seit sie hier ausgezogen ist, sehe ich sie ja kaum noch. Trefft ihr euch denn wenigstens öfter? Ja, so ab und zu. Mit Nick scheint sie sehr glücklich zu sein, hm? Danke, dass du ihr nichts gesagt hast. Das habe ich dir doch versprochen, Kleines. Hoffentlich hält Arno dicht. Arno sagt nichts. Da bin ich ganz sicher. Aber du musst mit Steffi reden. Nein. Wieso nicht? Mit ihr kannst du doch viel besser sprechen als mit Arno oder mir. Ich will es aber nicht. Ja, warum bist du denn jetzt so aufbrausend? Weil... Kennt Steffi vielleicht den Vater, den du so unbedingt geheim halten willst? Nein, den kennt überhaupt niemand. Außer dir. Ich kenne ihn auch nicht. Wie meinst du das jetzt? Ich wollte eigentlich nicht haben, dass du es erfährst, aber ich kenne noch nicht mal seinen Namen. Er war als Austauschschüler hier und ich habe ihn auf einer Party kennengelernt. Und dann haben wir die ganze Nacht gefeiert und dann ist es eben passiert. Wie bitte? Steffi hat mich immer damit aufgezogen, dass ich keinen Freund habe. Und jetzt passiert das. Ich will nicht, dass sie es erfährt. Naja, dass dir die Banken nichts geben, das war doch fast klar. Ich könnte mich wirklich tot ärgern. Alles hätte so gut laufen können, wenn dieser blöde Hausbesitzer die Miete nicht erhöht hätte. Wollen wir den Makler noch mal anrufen? Vielleicht hat er ja ein anderes Geschäft im Angebot. Ja, die Klitsche am Stadtrand vielleicht. Hi, Partner. Schön, dass du kommst. Wir müssen dringend was besprechen. Allerdings. Was ziehst du hier eigentlich für eine Show ab? Spinnst du? Komm, jetzt stell dich nicht so dumm. Du weißt genau, was ich meine. Um hier der Boss zu sein, sind dir wohl alle Mittel recht. Du hast sie wohl nicht alle, was? Und ich wollte die 50.000 von Clarissa ablehnen. Wegen dir. Und was machst du? Jetzt drück dich mal etwas klarer aus, ja? Clara? Okay. Clarissa hat mir alles erzählt. Mit so einem miesen Intriganten wie dir will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Ich steige aus. Sofort. Und meinen Anteil kannst du vergessen.